Dieses Schloss ist wahrlich comme il faut, das richtige Ambiente für das, was einige barock-narrische vorhaben. Für 4 Tage, vom Faschingssamstag bis zum Faschingsdienstag, machen Sie eine Reise in die Vergangenheit. Der Barock-Tanzkurs ist ein Teil von Ihrem ehrgeizigen Plan. In Schloss Alt-Egloffsheim bei Regensburg residierte vor 300 Jahren ein Minister des Kaisers und danach ein kurfürstlicher Gesandter. Und in diesem altehrwürdigen Gemäuer soll jetzt Fasching gefeiert werden? Jawohl, aber bitteschön mit Stil. Jeder Schritt muss sitzen. Ganz wichtig die Klamotten, pardon, die Kleidung, die nähen Sie sich nämlich selber. Von wegen Ringelpiez mit anfassen, größte Ernsthaftigkeit ist angesagt. Für Beate Leis und ihre Mitstreiter soll die Barockzeit so originalgetreu wie möglich wieder auferstehen. Es wird jetzt ein korrektes historisches Kleid aus dem 18. Jahrhundert. Wir machen eine Bergère, also ein Schäferkleid. So wie sich das die Adligen damals vorgestellt haben, wie die Schäfer so leben. Marie Antoinette spielte einfaches Leben im Schäferinnenkostüm. Eine Näherin hat es ihr geschneidert. Sabine Kamp muss da selber ran. Das wird der Stoff für das Oberteil, für das Nieder- und das Deck. Und dazu kommt dann das als Rockfarbe dazu, als Taftrock. Und aus dem Batist kommt dann sozusagen dazwischen die Bluse. Die Damen sind stets auf der Pirsch nach passenden Stoffen, nach Seide und Brokat. Und zwar nach etlichen Metern davon. Also man muss schon gucken, dass man Schnäppchen macht. Es gibt dann auch so Linklisten aus dem Internet oder Geheimtipps, die man sich dann also weitergibt. Und man muss halt immer gucken. Und sofort zuschlagen, das ist die oberste Regel. Wenn man was sieht, was relativ gut passt von der Zeit her, wo auch der Preis passt, dann sofort zuschlagen. Weil man bereut es, das ist ganz schnell weg. Während die einen an Schnitten tüfteln, üben die anderen ganz exotische Dinge. Das darf einem ruhig spanisch vorkommen. Sie waren im Barock aber an allen Höfen in Mode. Kastagnetten. Die Freiburger Balletttänzerin Evelyn Püffken hat kastagnettenspielende Tänzer auf alten Zeichnungen entdeckt und dann nach Musik und Choreografie geforscht. Es kommt einem vor wie eine weitere Farbnuance in einem Bild aus dieser längst vergangenen Zeit. Das ist wahrlich eine Klasse für sich. Was nämlich so einfach ausschaut, eine Drehung nach links und dann ein Sprung nach vorn, das ist sakrisch schwer. Grundlage sind die Positionen des Balletts. Ohne Peter Hoffmann gäbe es diese 4 Tage im Fasching in Schloss Alt-Egloffsheim gar nicht. Der ehemalige Grafikdesigner aus Fürth hat vor 30 Jahren alte Tänze kennengelernt und war so fasziniert davon, dass er es von der Pike auf durch ein Studium gelernt hat. Tanzen gehörte im Barock auch für Männer dazu. Es ist gang und gäbe gewesen von Anfang an, weil eigentlich der Tanz eher Public Relation für den Fürst war. Der Fürst hat immer gezeigt, dass er besonders edel war, dass er besonders gut tanzen konnte. Heutzutage mandeln sich Könige und junge Fürsten bei der Großwildjagd und bei Autorennen auf. Die brüten nicht über vertrackten Schrittfolgen wie Weiland Ludwig XIV., der Sonnenkönig. Majestät hat sich wohl stundenlang ohne Murren von seinem Tanzmeister auf die Zehen treten lassen. Also, Demi, Contre, Contre, Ton, Assemblée und Pause. Nochmal. Die Begeisterung bei mir wurde geweckt dadurch, dass mein Vater vor mir damit angefangen hat und es ihn so mitgenommen hat, dass sich der junge Lackel dann gedacht hat, wenn es den Alten so umdreht, dann muss ich auch mal reinschnuppern. Der Professor für Chemie war mit seiner Tanztruppe und seinem Sohn etliche Male beim Karneval in Venedig. Und selbst dort hatten die Tänzer aus Fürth noch das Geschau.
dadurch, dass wir dort getanzt haben, waren wir auch was Besonderes und kamen in Paläste hinein, wo eben normales Publikum selbst beim Karneval keinen Zutritt hat. Und Peter Hoffmann kam damit sogar noch weiter in einen ZDF-Krimi aus der Reihe Soko 5113 mit dem Titel Der Tod des Marquis. Auf diesem Parkett ist er als Spezialist absolut unschlagbar. Der Rosenmontagmorgen. In der Nähkammer sind sie alle schon wieder am Werkeln. Sabine Kamp muss ihr Schäferinnenkleid unbedingt bis zum Abend fertig haben. Da ist ja dann der große Tanz. Das ist jetzt auch schon ziemlich weit. Dafür haben wir ja gestern auch bis 12:45 gearbeitet. Ja, sonst wären wir halt nicht fertig. Das ist ihre Faschingsgaudi. Die Bilanzbuchhalterin aus dem Rheinland ist ohne ihren Mann gekommen. Der feiert lieber Karneval. Während Sabine emsig an ihrer Batistbluse tüftelt. Alle Fäden laufen bei ihr zusammen. Kostümspezialistin Anja Fengler. Als Expertin hilft sie und sie weiß auch, dass mit dem Tanzen alles anfängt. Dass schon ein paar einfache Tanzschritte den Suchtfaktor auslösen. Dann kommt man natürlich auch auf die Mode, denn wenn man Tanz macht, dann möchte man wissen, warum man diesen Tanz genau so macht. Hat man dann so ein Kostüm an, weiß man ganz genau, warum man plötzlich die Arme nicht mehr so hoch nehmen kann, wie es ein moderner Balletttänzer kann. Oder dass man kleinere Schritte machen muss, weil einfach die Robe es erfordert. Den Fuß heißt hier eine Öffnung eben vom Körper weg, was jetzt da wirklich als erstes. Derweil büffeln die anderen noch ihre Tanzschritte in der Theorie. Es gibt Bücher, in denen haargenau jede Bewegung aufgezeichnet ist. Das schaut nicht nur kompliziert aus, die Bewegungsabläufe sind wirklich vermaledeit schwer. Einen Takt für das Demi-Contretemps. Es gibt ein ABC dazu. Und das ABC muss man lernen. Da sind die jeweiligen Schritte mit den Details aufgezeichnet. Das muss man wie die Schrift lernen. Und dann kann man das aneinander setzen. Das ist so ein dickes Werk. Ja? Wie lange dauert das dann? Peu à peu lernen. Die wichtigsten Schritte am Anfang und dann baut man sich das auf. Ich kenne auch nicht so viele. Ich kenne auch ein bisschen was. Aber es reicht erstmal. Marita Müller und Petra Hergel kommen aus Berlin. Sie kümmern sich diesmal nur um diese vertrackten Schrittfolgen. Genauso wie Katrin Reimer. Es ist ein barocker Kosmos, der sich einem eröffnet. Dazu kommt ein bisschen Lampenfieber, dass alles klappt und für die Präsentation fertig wird. So vergeht die Zeit wie im Flug. Der Glanz und Klang des Barock mit Kastagnetten. Generalprobe von Caroline Bayerlein und Andrea Frankel-Hart. Prinzessin spielen ist immer schön. Und den Tanz konnten wir auch. Und den Tanz konnten wir auch, von daher hat sich das angeboten, das dazu zu machen. Allmählich wird's Zeit, der große Augenblick naht. Rosenmontagabend, an dem sich alle in Schale schmeißen. Und es ist, wie es halt immer ist, etwas passt partout nicht. Sowas musste ja passieren, verflixt und zugenäht. Ich weiß nicht, ich habe das noch nie angehabt, das Kleid. Ich habe das zu Hause selber genäht, habe es mal ohne Mieder anprobiert. Und das Mieder macht ja noch mal weniger. Aber oben sollte es eigentlich nicht weniger machen. Katrin Reimer ist ganz einfach modern, schlank und weit entfernt von einer barocken Figur. Und dann hinten oder zuerst hinten und dann oben? Derweil fachsimpeln Beate Leis und Sabine Kamp übers Mieder schnüren. Brav und züchtig. Und Anja Fengler gibt letzte Tipps. Dieser Abend ist voller Dinge, die so gar nichts mit unserem Alltag zu tun haben. Wer spricht denn schon heutzutage noch mit dem Fächer? Ich liebe dich heißt dieses über die linke Wange. Links. Okay. Ja. Wenn er fragt, liebst du mich, könnte die Dame sagen, ja. Ach nein. Ja, nein.
ich liebe dich. Oder am linken Ohr, lass mich in Frieden. Wenn das jetzt sehr schnell geht, dieses ja, nein, dann weiß der auch nicht mehr, was das heißt. Endlich, im Tafelsaal von Schloss Alt-Eglofsheim wird der Tanz eröffnet. Saal frei für die Kastagnetten-Performance. Früher hat man damit die Männer betört. Im 21. Jahrhundert dagegen ist bei diesem Vergnügen ein gewisser Männerschwund zu verzeichnen. Trotz Damenüberschuss geht's hoch her. Keine Spur mehr von Lampenfieber. Es gibt nämlich auch Tänze, bei denen wirklich jeder mitmachen kann. Das ist zwar eher ein Tanzvergnügen aus der Zeit nach der Revolution, als die barocken Zöpfe längst abgeschnitten waren, aber deswegen nicht weniger amüsant. Ja, am Anfang wusste man nicht, wird das alles fertig, schafft man die ganzen Tänze durch, wie wird es überhaupt von den Teilnehmern aufgenommen. Und nachdem natürlich gestern Abend erstmal noch Panik war, was mache ich morgen Abend, haben wir jetzt schöne Präsentationen gehabt und es löst sich alles. Morgen werden wir dann, glaube ich, jeder mit schönen Erinnerungen im Kopf und im Herzen zurückfahren. Ein Tanz im Unterrock? Im Barock unmöglich. Ein Segen, dass es hier nicht bierernst zugeht. Ein bisschen Fasching darf schon sein.